Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ich sitze momentan im Garten draußen. Es sind heute knapp 17 Grad, allerdings sehr bewölkt, also kein Sonnenschein. Zwischendurch hat es auch mal ein bisschen geregnet, aber nichtsdestotrotz, die frische Luft tut ganz gut und ich möchte wenigstens die letzten Tage auskosten, die vom Wetter her noch angenehm sind, wo man sich raussetzen kann, bevor demnächst dann so richtig der Winter einbricht, weil da ist das Rauchen draußen dann kein Vergnügen. Heute möchte ich euch in diesem Video jedoch keinen Tabak vorstellen, sondern es geht diesmal um eine klassische Pfeife. Und zwar ganz konkret um dieses schmucke Stück hier. Korrekt, es ist eine Missouri Meerschaum Corncob, eine Maiskolbenpfeife, und zwar das Modell Country Gentleman. Ich hatte sie früher eigentlich immer Barrel genannt, weil mich der Kopf doch sehr an ein Whiskyfass erinnert. Ich war im Laufe der Jahre zweimal bei Jack Daniels in Lynchburg, Tennessee, habe mir dort die Fässer angeguckt und die Ähnlichkeit ist doch schon verblüffend. Nichtsdestotrotz aber heißt dieses Shape offiziell Country Gentleman und in meinem konkreten Fall Bend. Hier hinten mit einem abgeknickten Mundstück. Diese Pfeife hier hatte ich für 3 oder 4 Dollar, mehr war es nicht, bei J.M. Borswell gekauft in Chambersburg, Pennsylvania, als ich dort im Jahre 2011 das erste Mal zu Besuch war. Ich hatte den Laden betreten. Man hatte mich schön begrüßt, hatte mir angeboten, deren Tabak doch zu probieren und ich musste sagen, ich hatte keine Pfeifen dabei. Ich habe meine Pfeifen alle zu Hause gelassen, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet hatte, während meines Urlaubs Pfeife zu rauchen. Tabakkauf ja, Pfeifen kaufen nein. Bei USA ist ja fast überall Rauchverbot und wegen eines einfachen Besuchs bei Borswells wollte ich dem jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme machen. Sekunde bitte. Hat gerade ein bisschen gekitzelt. Jedenfalls die Pfeife hier ist wunderschön. Dann, ihr habt es ja schon gesehen, hier 6 mm gefiltert. Und ich nutze sie seither eigentlich in allererster Linie natürlich zum Rauchen von Borswell Tabaken. Bietet sich ja auch an. Aber ich rauche auch jede andere aromatische Mixtur hier raus. Also wirklich für Aromaten vorbehalten die Pfeife. Ja, ich weiß, Corncobs kann man alles kreuz und quer draus rauchen, aber ich habe ja mehr als nur eine Corncob und von daher leiste ich mir auch den Luxus, diese hier wirklich für Aromaten abzustellen. Das Füllvolumen ist knapp mittel. Man hat also ein Rauchvergnügen von eine Dreiviertelstunde bis ungefähr Stunde knapp, abhängig vom Tabak. Sie liegt gut in der Hand, sie ist also ordentlich trotz allem bemessen. Auch wenn der Kopfrand hier oben relativ schmal ist, so wird der Kolben hier in der Mitte doch ein bisschen dicker. Sie wird auch nicht wirklich heiß beim Rauchen. Lässt sich gut anfassen. Das Plastikmundstück kann man bequem auf welche Art und Weise auch immer zwischen den Zähnen fixieren, was halt gar nicht so meine Welt ist.
Und wohlgemerkt, es ist wirklich Plastik, es ist weich, man kann drauf rumkauen. Ich persönlich tue es gelegentlich, wenn ich wirklich irgendwas zu tun habe. Aber ansonsten bin ich halt eben kein Beißer, sondern ich ziehe es wirklich vor, die Pfeife in der Hand zu halten, ein bisschen mit der Oberfläche herumzuspielen. So wie praktisch eigentlich immer. Auch hier, ich habe es ja in meinem Missouri Meerschaum Video schon vor Jahren erklärt. Man kann es jetzt hier auch nicht mehr erkennen, weil die Pfeife ist schon oft geraucht worden. Es ist selbstverständlich, dass hier der Holm bis in die Brennkammer hineinragt. Und natürlich bei den ersten Rauchopfern, irgendwann kommt die Glut bei dem Holz an. Es fängt an, ein bisschen seltsam zu schmecken. Ich bin abgeneigt zu sagen gallig, weil das stimmt nicht wirklich. Man merkt halt einfach, es verbrennt Holz. Es ist kein Rauchgenuss mehr. Richtig bitter oder gallig ist es aber auch nicht. Aber man merkt dann halt, oh, okay, jetzt ist der Holm am Kokeln. Das muss man auch ein paar Mal wirklich durchstehen. 5-mal, 6-mal, 7-mal vielleicht, manchmal öfters, manchmal weniger, bis es schön verkohlt ist. Und dann halt eben das Kondensat, also sprich eben halt der gelöste Zucker, die Feuchtigkeit und alles und der Ruß, die bilden dann irgendwann eine schöne Schutzschicht, den sogenannten Cake. Und nach einigem Rauchens ist dann halt eben die Brennkammer mit einem schönen Cake versehen, auch der Boden. Und die Pfeife kann sich dann wie jede normale Bruyère-Pfeife auch rauchen lassen. Ja, soll man sagen. $3, vielleicht $4, mehr hat es nicht gekostet. In den USA sind Missouri Meerschaumpfeifen, die Corn Cobs halt wirklich Klassiker. Die kosten einen Apfel und ein Ei. Hier in Deutschland liegen sie ja preislich im Schnitt bei ungefähr 15 €. Aus meiner Sicht nach wie vor ideale Pfeifen für Pfeifeneinsteiger, die noch nicht so ganz wissen, ob sie denn beim Pfeiferauchen bleiben wollen, weil, ganz ehrlich, bei 15 € kann man nicht viel verkehrt machen. Ich finde es elegant, ich finde es schick, klassisch. Man kommt sich sofort ein bisschen vor wie Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Ich habe auch eine typische Popeye-Pfeife oben, aber halt auch General MacArthur, die General, den schönen großen Klopper. Und die rauchen sich einfach gut und auch die hier raucht sich ausgesprochen gut. Von daher eine schöne Pfeife für wenig Geld. Schaut euch auch einfach mal die typischen Shops an, schaut nach. Wie gesagt, das hier ist Missouri Meerschaum, Corn Cob, Country Gentleman. Die gibt es in gebogenen Ausführungen wie bei mir. Die gibt es aber auch in gerade Ausführungen. Wenn sie euch reizt, schaut nach. Ihr könnt definitiv nichts verkehrt machen. Gute Pfeife für wenig Geld, ideal für Einsteiger, aber halt auch für so alte Kerle wie mich. Ich rauche ja seit über 30 Jahren mittlerweile Pfeife und ich mag meine Corn Cobs nach wie vor. Von daher meine absolute Empfehlung. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Bin nun natürlich gespannt. Klassiker hier unten, Kommentarfunktion. Wer von euch hat vielleicht auch diese Country Gentleman, sei es jetzt halt eben hier gebogen oder halt eben als gerade Pfeife. Wie sind eure Meinungen dazu? Wie sind eure Erfahrungen? Ich weiß, die Maiskolbenpfeifen rauchen, die rauchen sie sehr gern. Aber mir geht es halt eben speziell hier um die Country Gentleman. Schickes Pfeifchen für verhältnismäßig wenig Geld. Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit in gewohnter Weise. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund. Bleibt dem Kanal gewogen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier in alter Frische. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.